Willkommen im Funddepot der Kantonsarchäologie. Wir wollen heute zusammen Funde betrachten, die in einer Pfahlbausiedlung in Mauer am Greifensee gemacht wurden, im Rahmen einer Grabung, die 2017 direkt an der Schifflände stattgefunden hat. Es geht um Bastschuhe, um Flechtbastschuhe. Das Besondere an diesen Funden ist ihre extreme Seltenheit. Bis zum Zeitpunkt, als diese Schuhe ausgegraben wurden in Mauer, gab es in ganz Europa etwa eine Handvoll solcher Funde, die zum Teil auch wesentlich schlechter erhalten sind als die Funde, die neu gemacht wurden. Sehr überraschend war für uns, dass nicht nur ein Schuh in Mauer gefunden wurde, wie das gelegentlich vorkommt in Grabungen in Pfahlbausiedlungen, sondern gleich 40 Stück auf einmal. Natürlich handelt es sich auch um Fragmente und Teile von Schuhen, aber insgesamt erlaubt der Komplex, solche Rekonstruktionen herzustellen, die in wesentlichen Details weitergehen als Rekonstruktionen, die aufgrund bisheriger Funde gemacht worden sind. In meinen Händen halte ich einen Kinderschuh, der eben nach einem solchen Original aus Lindenbast nachgeflochten worden ist. Und die Originale sind ungefähr 5000 Jahre alt und gehören damit in die Zeit der Horgner Kultur. Über den Tragekomfort solcher Schuhe können wir zurzeit nur Mutmaßungen anstellen. Der Sinn solcher Repliken ist aber nicht nur die reine Spielerei, sondern es ist auch das Ausprobieren genau solcher Dinge. Originale sind im konservierten Zustand brüchig und fragil, man kann sie nicht überziehen, sie sind häufig fragmentarisch und deshalb auch nicht erprobbar. Repliken in dieser Art hingegen sehr wohl. Im Rahmen der sogenannten experimentellen Archäologie sind natürlich andere Bastschuhrepliken angefertigt worden und tatsächlich auch schon eingetragen worden. Aus solchen Experimenten weiß man, dass solche Schuhe eine relativ kurze Lebensdauer haben, aber sehr wohl recht bequem zu tragen sind. Was uns sehr wundernehmen würde, ist die Wettertauglichkeit eines solchen Schuhs. Denn diese Geflechte sind natürlich sehr durchlässig und in diesem Sinn nicht wirklich wasserdicht. Die Serie von 40 Funden zeigt eine sehr einheitliche Herstellungstechnik. Man hat das Naturmaterial Lindenbast systematisch zu Endprodukten verarbeitet. Das beginnt mit der Ernte des Lindenbastes. Das Material, das abgeschnittene, wird in Wasser mehrere Monate gerottet und kann dann in feine Streifen zerlegt werden. Aus diesen Streifen werden nicht nur solche Flechtschuhe, sondern eine Vielzahl jungsteinzeitlicher Textilien hergestellt. Der Lindenbast ist einer der wichtigsten textilen Werkstoffe in der Jungsteinzeit. Das Schuhgeflecht besteht aus einer eigentlichen Form, die geflochten wurde, die jedoch aufgrund älterer Funde bereits bekannt gewesen ist in der Art. Der neue Beitrag, den die Schuhe von Mauer leisten, besteht in der Rekonstruktion dieser Zunge, die aus der Sohle heraus über den Riss gelegt wird und mit Zwirnbindungen verflochten. Auf der Außenseite konnten Strukturen beobachtet werden, die sich als solches Profil rekonstruieren lassen, das quer über die Schuhsohle geflochten worden ist. Der Sinn dieses Profils war es möglicherweise, dem Schritt Halt zu geben, aber vielleicht auch, um dieses Geflecht besser in Form zu halten. Verschlossen wurde der Schuh mit einer solchen Schnürung, die quer über den Riss angebracht worden ist. Eine Auswahl dieser einzigartigen Funde und der Repliken können in einer Ausstellung zum 10-Jahres-Jubiläum UNESCO-Weltkulturerbe Pfahlbauten rund um die Alpen im Ortsmuseum Mauer bewundert werden. Weitere Informationen dazu und zu anderen Aktivitäten auf www.diepfahlbauerin.ch. Habt ihr Fragen? Schreibt sie in die Kommentare oder stellt sie direkt auf der erwähnten Homepage. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert den YouTube-Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.